Tag, liebe Podrocker und liebe Fotorocker. Herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen Livestream. Ja, Nikon Launch Event 2023. Wir warten gemeinsam auf die Z8. Und ja, ich bin ja zum Glück nicht alleine. Ich hatte ja die Hoffnung, dass der ein oder andere auch Zeit findet. Mal sehen, wen haben wir denn da? Der Andi ist da. Hallo Andi. Hallo, der Stefan ist da, der Herr Lichtgebildet, da ist er sehr gut. Was hier abgeht, ja, hier geht nachher die Z8 ab, wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, wünschen wir uns natürlich alle. Ich hoffe, ihr habt alle einen Kaffee dabei. Also erstmal guten Tag zusammen. So, gleich geht's los. Ich werde mal rüberschalten zum Livestream. Mal gucken, ob wir da schon was sehen. Oh, geht ja schon los. So, wo ist denn Desktop-Audio? Da, Desktop-Audio. Ich hoffe, ihr könnt jetzt auch alles verfolgen. Und ich setze mir mal die Kopfhörer auf. Ja, sehr gut. Machen wir ein bisschen leiser. So, gucken wir doch mal, was es hier gibt. Amazing. Absolut amazing. Bin so aufgeregt. Wahrscheinlich ist das gleich in 10 Sekunden zu Ende. Tja, ich frage mich natürlich, ist das jetzt schon das Event? Oder nur ein Intro? Keine Ahnung. Ready, Action. Und wir sind sowas von ready. Da ist er also. Aha. Ja, mal gucken, ob noch was passiert. Aha, ein bisschen lauter machen. Better image quality, sharper images, more features, more performance, faster, smaller, lighter. You're looking to outfit yourself with a camera that'll give you more creative freedom or perhaps even enable you to grow your skills in areas you've never explored before. And that's why today we're excited to introduce to you the Z8, an extraordinary new camera that brings cutting-edge performance to photographers and videographers alike. The Z8 is a camera that can do literally everything. Accuracy, precision, speed. I had the power of my Z9 in a smaller body. The new Z8 makes no compromises. Powerful. Magical. Perfect. Cinematic. If I had to sum up this camera in one word, what would it be? Effortless. The Z8 is absolutely essential for me as a wildlife photographer. It was easier to hold for long periods of time. It was easier to get to locations with. I love everything about how it renders skin tones. You can see every single eyelash. With filmmaking, it's fantastic. You can use it on a small gimbal, handheld. I can actually film 8K RAW internally. This camera is packed with the technology of the Z9 and more. The Z8 totally revolutionized the way that I make my images. It's everything any filmmaker could ask for. The Nikon Z8 is the most phenomenal camera that Nikon has ever launched, and I think it's going to be a huge moment in Nikon's history. The Z8 is the perfect follow-up to the Z9 and a true successor to the D850. The concept behind this hybrid camera is performance, usability, image quality, and handling all in a compact, lightweight form factor. A form factor that'll excite photographers and videographers shooting portraits, weddings, landscapes, indie films, video productions, wildlife, sports, and more. Equipped with Nikon's most powerful image processing engine, most advanced autofocus system, the industry's fastest full-frame electronic shutter, a 45.7 megapixel stacked CMOS sensor, and a blackout-free viewfinder, the Z8 embodies professional performance. That means sharper, crisper images, ultra-high resolutions, fast frame rates, files with extraordinary details and natural colors that make post-production work a dream.
All that in a body that is 30% lighter and smaller than the Z9 and even 15% smaller than the D850. And if you shoot video, not only does this camera record in 8K 60p 12-bit RAW, but also 10-bit ProRes 422 all in camera. So, ich mache mich mal ein bisschen lauter. Also wir haben es gesehen, smaller, faster, better und ganz wichtig, Cinematic. Also wenn ihr ein neues Produkt starten wollt, ganz wichtig, Cinematic. Müsst ihr euch merken. Wieso habe ich hier eigentlich immer so eine doofe Verzögerung? Mal sehen. So, Test. War schon besser. Nur eine Info für mich. Weil hier über Kopfhörer ist ein bisschen schwierig. Also für mich, nicht für euch. Der Zitronenkojote ist da. Sehr gut. Christoph ist da. Cassandra. Schönen guten Tag. Ja, ich glaube, der größte Vorteil ist, die ist halt kleiner als die Z9 und ein bisschen billiger. Ein bisschen. Aber ansonsten soll die alles haben, was die Z9 hat. Außer natürlich den Akku. Der ist ein bisschen kleiner. Warten wir mal ab. Aber wenn man dann hierzu wieder einen Hochformatgriff bekommt, dann kriegen wir auch die Laufzeit von der Z9 hin. 5 years ago we stood together. We made promises and kept them. Life happened and we held them tight. Lucky me, we keep dancing. Ja, das soll jetzt die Hochzeitsfotografen ansprechen. Ja? Stefan, Klaus, wo seid ihr? Also Hochzeit ohne Z8 geht nicht mehr. Ne? Unmöglich. You make me so incredibly happy. I love our life. I love you, Carlos. I love you, Annabelle. Thank you for all the love, laughs and peace you bring to my life. Aber sagt mal, ob der Ton okay ist. Ich kann das Video ein bisschen lauter machen. From 5 years ago until now and forever. Also das geht mir jetzt persönlich ein bisschen zu lange, muss ich sagen. Your hearts are each other's dance partner. So may they continue to beat. Es soll ja zeigen, wie gut die Videoqualität ist. Das haben wir jetzt verstanden. Aber eine Gitarre ist da drin, das ist wieder was für mich. Haben die extra für mich gemacht. Ast rein. I'm so excited I get to experience all that life has to offer with you. Also ich vermute, der spielt gerade irgendwas von Slayer oder Metallica. Passend zur Hochzeit. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Bodo ist da. Schönen guten Tag. So, jetzt müssen wir was raushauen hier. Aha, jetzt geht's los. Jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. From tracking and hit rate and subject detection to low light accuracy, the Z8 is equipped with the same powerful autofocusing system as the Z9. Okay. Using Nikon's proprietary deep learning algorithms, the autofocusing system continues to evolve, becoming more Also sophisticated Autofokus through auch von der constant Z9 development. übernommen. Z9 owners will recognize this with the multiple firmware updates available to them, adding entirely new features and improvements. Subject detection is so intelligent that it can identify 9 different types of subjects and track them with precision. This ranges from humans, animals, bikes, motorbikes, cars, trains, and now planes. Also
Also wichtig bei einer Hochzeit, wenn da einer mit dem Flugzeug vorbeifliegt oder mit dem Formel-1-Auto, der Autofokus erkennt es. Ganz wichtig. Ne? Hier, wenn das Hochzeitspaar mit dem Flugzeug landet im Garten, seid ihr perfekt vorbereitet. Gar kein Problem. Erratically moving subjects such as birds, planes, and people, and keeps them in sharp focus. And those working in low light settings or night scenarios will appreciate that the Z8 can detect focus up to -7 EV. Couple that with starlight view mode and the camera can focus in a jaw-dropping -9 EV. And well, this creates new opportunities for photographers and videographers who shoot weddings, indoor sports, sunrises, night skies, and epic landscapes. Epic Landscapes. Aber nur bei Epic Landscapes. Bei normalen Landscapes funktioniert es nicht. Muss Epic Landscapes sein. Epische Landschaften. Ganz wichtig. I'm a landscape and extreme nature photographer. Ah ja. My passion takes me across the world in search of nature's wildest scenes and most beautiful landscapes. Also so sieht das eigentlich auch aus, wenn ich hier vom Balkon rausgucke. Sehe ich auch immer so alles epic. Fully unleash their creativity, confidently work in difficult situations, and bring their camera into limitless locations. For my job, I need a camera that is versatile, compact, ja, wie hier um die Ecke am Angerbach. Kenne ich alles. Ja. The compact size and weight allows me to carry more gear, explore tighter ja, das ist halt ein locations, Vorteil. Die ist hike to kompakter. remote Klar. places, and even document the world from above. The Z8 features Nikon's incredible 5-axis in-body image Also jetzt mal ganz im Ernst, ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele ihre Z9 abgeben werden. In even the most unstable conditions. As the day fades to night, the Z8 provides endless functionalities for night photography. From illuminated back buttons, digital displays on S-series lenses, dual USB-C ports, and warm tone illumination combined with starlight view, I have no trouble achieving sharp images and perfect compositions for night sky work. While out shooting in nature, having a camera that can withstand the elements is absolutely key. The Z8 continues to carry on the legacy of Nikon's incredible weather sealing. When it comes to video, the capabilities of the Z8 don't hold back. Videographers now have the ability to shoot up to an astounding 60 frames per second in 8K and up to 120 frames per second in 4K. All while taking advantage of Nikon's N-RAW and N-Log profiles. Having the ability to see what you're shooting makes all of the difference in a frame. Ja, Zitronenkojote, beleuchtete Knöpfe. Allows me to do Das ist schon just was. so. Having spent my gern. career traversing the world in search of nature's Aber beauty brauche ich jetzt auch and nicht always ständig. having a Nikon camera in my hand, the Z8 continues to provide nothing but the utmost confidence in capturing every moment out there. Ich frage mich gerade, wenn man die Z8 kauft, ob man dann automatisch auch so gut klettern kann. Yes, this is what it's all about. Ob die Eigenschaften auf den Fotografen übergehen. Glaube ich schon. Traditionally, interchangeable lens cameras will have a mechanical shutter curtain, and the purpose of this curtain is to open to let light hit the sensor and close to keep light out. But with Nikon innovations in image processing and sensor design, we were able to eliminate this mechanical shutter, relying also genau wie die exclusively on an Z9, electronic kein shutter mechanischer that's built Verschluss into mehr. a full-frame stacked CMOS sensor with the world's fastest scan rate. What does this mean? Well, virtually no internal moving parts, no wear and tear on the shutter. Aber das ist natürlich toll, weil ich dachte schon, vielleicht die ist so abgespeckt, die kriegt auch einen mechanischen Verschluss. Nein, identisch mit der Z9. Das ist natürlich geil. Impressive detail even in low light, giving you the flexibility to shoot at higher ISOs when the situation demands. What's also flexible is your output options. Not only do you have the conventional 14-bit RAW and 8-bit JPEG file formats, but also two new additions for people looking to maximize the quality of their images while minimizing the size of their files. First is the 14-bit high-efficiency RAW, which retains the outstanding image quality of traditional RAW at approximately a third the file size.
Wedding and event photographers, as well as sports shooters tasked with capturing hundreds or even thousands of shots on the job, will benefit from this groundbreaking raw compression technology. And second is 10-bit HEIF, a first for Nikon cameras. This file format retains richer tonal gradation than JPEG with increased luminance at a comparable file size. Basically, a broader dynamic range that can be viewed on HLG-compatible TVs and PQ-compatible computer monitors and devices. This is great for all kinds of photography, including landscapes and portraiture. It's also great for making 8K HLG time-lapse videos in camera. To make sure your photos are tack sharp, the Z8's autofocus system is so sophisticated it can track the eyes of people, pets, and birds even when they're small in the frame. Couple that with the many AF area mode options, and you can designate specific areas in your frame where you want the autofocus to identify your subjects. And the Z8 has some new features for portrait photographers. Portrait impression balance gives you simple control over hues and brightness levels to fine-tune skin tones. Skin softening uses the Z8's intelligent deep learning algorithm to make skin look best while keeping eyes and hair tack sharp. And improved white balance gives you more manual control for making subtle adjustments to your baseline color. One of the things that is very important to me while photographing a wedding is the documentary aspect of the storytelling. I'm capturing moments that cannot be scripted. I'm capturing moments. So, jetzt geht's wieder um den Hochzeitsfotografen. Ja, wer von euch ist denn überhaupt interessiert an der Z8 oder würde die sich kaufen? Mal Hände hoch im Chat. Also ihr wisst ja, der Ehrenwerte ist Sparfuchs. Ja, ich werde mir die kaufen, wenn ich die gebraucht für 1000 Euro kriege. Also in 75 Jahren ungefähr. Dann habe ich auch eine. Images everywhere. You are reacting to the scenes that you are inspired by. So the technology that is packed inside the Z8 allows you as an image creator to focus purely on the art as opposed to fiddling too much on settings on the camera. The camera does so much for you. Ich sehe schon unfassbar viele Daumen hier im Chat. Ja, Z8 wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, die wird sich besser verkaufen als die Z9. Ganz bestimmt. And I say weight in the sense that it's very important to me that I have something that I can just whip out to capture a particular scene at any time. The speed of use is really important to me because I don't want. Ja, Stefan, na klar sage ich das immer. Weil die wird jetzt auch, glaube ich, 4.500 oder 5.000 Euro kosten. Die habe ich nicht. Doch ich habe sie aber nicht dafür. Da kaufe ich mir Schokolade und Kaffeebohnen und behalte meine D750. I can just lift the camera up and it already knows what I want it to focus on. I love the fact that you can flip the screen up and put the camera out. Want to take a picture? Ja, mich würde mal interessieren, ob Nikon die jetzt schon gelistet hat. Mal gucken. Ich gucke mal auf dem Smartphone. Könnt ihr ja auch mal machen, ob ihr schon was seht. $4.666 mit Zusatzakku. Ja, 3.6 im Preis ist schon gut. Da müsste ich eigentlich zuschlagen, ne? Most of the clients that I work with choose these places because they have some sort of connections to them. I think sometimes creators sometimes miss. Oh, 4.599. Die wird ja immer billiger. Der Herr Lichtgebildet, der ist hier am Start. Was ist denn hier los? Nikons Webseite ist schon zusammengebrochen. Tja, wahrscheinlich erst wirklich, wenn hier die Präsentation zu Ende ist. Ist noch nichts auf der offiziellen Seite, also auf der deutschen. Die kommt ja, glaube ich, eh immer zum Schluss dran.
Jetzt geht's wieder um Video. Capturing 10 or 12-bit video often require the addition of large external devices, which in turn require their own power, storage media, cords, and rigs to attach. But not the Z8. The Z8 gives you the flexibility to shoot gorgeous full. Also offiziell ist auch von Nikon Seite noch nicht. Sehe ich nicht. Schönen guten Tag, Holger. Geht's um die Z8? Natürlich. Stefan, wo siehst du die Z8? Also ich sehe die bei Nikon Deutschland hier noch nicht. Die ist noch nicht gelistet. 10-bit ProRes 422HQ, 12-bit 8K NRAW, 12-bit 4K ProRes Z9 für 5.999. The Z8 eliminates the need for an external recording device and all the cables and rigging required to piece it all together. Instead, the Z8 records directly to the card slots built into the camera. Now you can hold the camera and move around more comfortably and smoothly, giving you the advantage of a lighter camera system when shooting handheld or on a gimbal with fewer cables and less setup time. The processing power of the Z8's X-Speed 7 engine is Stefan meint bei Fotokoch. Die dürfen dir schon zeigen. Okay. Das ist ja schon witzig, ne? Dass die Händler die auf ihren Seiten schon haben und Nikon offiziell noch nicht. Ist peinlich, echt. Aber was soll ich sagen? It can detect and track eyes even with sunglasses on. And it's so accurate that it can detect faces that take up as little as 3% of the frame's longest side. This is especially useful when capturing environmental scenes with people. For example, when you want to keep a wedding couple in sharp focus within an expansive landscape. Ja, Fotokoch hat sie. 4.599 €. Das ist billig. Das ist echt billig. Also so billig wirst du ihn nicht mehr kriegen. Heute billig, morgen teuer. Works in combination with a variety of focus area modes, including subject tracking, so you can be super confident that you're getting the most important part of the shot in sharp focus. Focus area modes are a big important part of the Z8's autofocus system, especially for video. Whether you're isolating a subject that you want to keep in focus, or you're getting creative with focus pulls, there are many variety of focus area options, including the ability to customize your own focus area space, giving you maximum freedom to compose shots. So, ich guck mal, ob wir noch mehr Infos kriegen. Zubehör und so. And these include a waveform monitor and zebra stripes for checking exposure. Was ist denn mit Amazon? Haben die schon? Linear focus for consistency when rotating the focus ring. Custom AF speed and tracking settings. Fine ISO adjustments. Time code linking to an Atomos UltraSync Blue device. Raw proxy files for easier post-production and more. And rest assured, you'll always know when you're rolling because the LCD will show a red border. Ich gucke jetzt mal bei Foto-Leistschneider. Das ist ja hier der Superdealer für uns alle. Mal sehen. To customize the direction of rotation Nikon of the focusing ring Z8. on the lenses as well as all the wheels on the camera. Nö. So many great features. Also Fotokoch haben die als einzige. Tja, die anderen trauen sich noch nicht. Opens the door to so many great opportunities for videographers and hybrid shooters. Tja, Zubehör gibt's ja auch nicht. Nur die Z8 sehe ich bei Fotokoch. Kein Hochformatgriff. Akkus. Würde mich mal interessieren, welcher Akku da drin ist. Seamless process. Everything was the same, the buttons were the same, and I think that really allowed me to just go in and create what I needed to. Fotokoch schreibt 20 Bilder pro Sekunde, da ist Z9 schneller, ne? Dann hat hier einen abgespeckten Speicher drin wahrscheinlich.
NEL 15C. Der Akku kommt da rein. Der bewährte Nikon-Akku. But I found that the Z8 really makes it pretty seamless. It's definitely a challenge mentally because you got to think about moving images as opposed to just still images. It's a challenge that I'm definitely up for. Also bei den technischen Daten schreiben die bei Fotokoch Handgrifftyp Nikon MBN12. Welcher soll das sein? Gucken. Geht MBD12? Tja, dann gibt's den noch nicht. Kommt noch. Ja, Stefan, danke. Hat's auch nochmal geschrieben mit dem Akku. Smaller body style is really nice for video because you can throw it on a gimbal and get to work really quickly. And I really love the fact that you can also take high resolution stills from the actual video footage and they look exceptional. Ja, das ist sowieso geil, wenn man in 8K filmen kann. Während des Films einfach ein paar JPEGs machen. Fertig. Mach ich auch mit dem Smartphone. Zwar nicht in 8K, in 4K, aber ist schon ganz nützlich. Und wenn wir irgendwann in 16K filmen, dann brauchst du gar nicht mehr fotografieren. Machst du nur noch Filme. Zack. Und die KI sucht dann automatisch den perfekten Moment raus aus dem Video. Und fertig. Speed, ja, jetzt kommt es. Ist die genauso schnell wie die Z9? Mal gucken. Noch ein bisschen lauter machen. And a processor that's just pure power opens up so many doors when it comes to high speed and fast action shooting. Following in the footsteps of the Z9, the Z8 carries over all of the features that sports, action, and wildlife photographers crave, from ultra-fast frame rates to precision autofocusing and a blackout-free viewfinder. While raw images can be taken at 20 frames per second for more than 1,000 frames per burst, JPEGs can be taken at unheard of frame rates from 20, 30, 60, all the way up to 120 still frames per second. This means that your odds of landing the decisive shot are much greater, whether it's a bird in flight or a peak action moment at a sporting event. Also ich bin mir sicher, die Z9 ist schneller. Ein bisschen. So, hier auf Nikon.de ist er auch schon. Da kann man aber noch nicht anklicken. The Z8 is also incredibly reliable handheld. It's equipped with a 5-axis image stabilization system that keeps things sharp. Coupled with select Z-series lenses with optical VR built in, the Z8's Synchro VR feature will activate, achieving an effect equivalent to 6 stops. Lichtbildmanufaktur fragt, passen da auch 36er Filme rein? Natürlich. Muss nur fest zudrücken. Bisschen mit Druck, dann passt es. Ja. What you see is what you get experience with no skipped frames or loss of view during fast continuous burst shooting. Imagine the advantage you now. Also ganz ehrlich, ein Real-Life Viewfinder, das hat schon meine D750. Aber was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Ne? The Z8 is awesome. The autofocus is tracking perfectly. That's insane. I love the versatility of this camera. The size of this makes it so easy to maneuver. I'm able to use a super wide angle lens all the way up to a 400mm on a monopod and it works great. What I'm finding is the Z8 really is a hybrid camera that makes no compromises. The compact form factor makes it perfect to use in the studio, especially in situations just like this. We can get right up into her eye and see the outline of every single one of her lashes. And the other thing that's impressive is how the skin tones hold and like no highlights are blown out. This camera really is a jack of all trades. The shots at 45 megapixels as still and then a flick of a switch and I'm able to shoot video capturing 4K at 120. For someone like me who's not a video expert, having all of this really makes this a hybrid camera that someone like me can use.
Today we're on set making a short film with a small crew and 2 incredible athletes as our talent. We've got a full day, we're shooting day to night, really testing the limits of the Z8 as a video camera. Shooting in various frame rates, in different locations, and multiple lighting situations, all with different color temperatures. It has been incredible. Got it, that's a wrap. This is a cutting-edge camera. But what's a camera without the backing of a strong lens system? Today, wie ist das? Eine Cutting-Edge-Kamera? Geil. Damit kann man Butter schneiden. Cutting-Edge. Geil. Also das holt mich ab. Cutting-Edge. Ist geil. Und Cinematic. Cutting-Edge Cinematic. From Nikon's widest lens at 14mm to the longest at 800mm, technically 1600 when you add a teleconverter, the ever-growing lineup of sophisticated... Holger, du bist doch Sprachphilosoph. Was genau ist die Übersetzung von Cutting Edge? Möchte ich mal wissen. Nur für mich jetzt, intern. Cutting Edge. Flange distance. The advantage? Nikkor Z lenses can gather substantially more light, perform at greater resolutions, and remain sharp to the edges of the frame, all while suppressing distortion. Image aberrations are more likely to occur with lenses on smaller mounts that require light to travel through a smaller space to reach the sensor. At the pinnacle of the Nikkor Z offering is the S-line, Nikon's most advanced optics from resolution to performance to build quality. These include remarkable primes for portraits and video work, like the 85mm f1.2 and 1.8. Super telephotos for nature and sports, Dann übersetz mal. Cutting Edge. 2.8 and 600mm f4, both with built-in teleconverters. And the essential trio of 2.8 lenses that cover a wide variety of applications. Ja gut, ist jetzt ein bisschen Werbung für die neuen Z-Linsen. Klar, gehört dazu. Da haben jetzt einige drauf gehofft, dass da auch was angekündigt wird jetzt. Ne? Also angekündigt ist ja alles schon, aber dass jetzt was kommt. Hier das 200, 600 oder so. Übersetzung auf dem neuesten Stand. Cutting Edge. Cutting Edge Cinematic. Danke, Holger. Nikon offers an adapter called the FTZ2, which will allow Das wird man montags morgens im Büro ja auch gefragt, ob man auf dem neuesten Stand ist. Are you cutting edge? Hä? Was? Egal. As the adapter is only there to recreate the distance between the sensor and the rear element of your lens. In fact, all of your lenses will work with the image stabilization system built into the camera, regardless of whether or not the lens has any. The adapter also has built-in contact points so that your lenses will communicate autofocus and exposure information back and forth with the camera. Finally, on the topic of optics, you may be wondering, since there's no Ich muss mal gerade ein bisschen meckern. Seht ihr das? Also ich finde, der ist gar nicht richtig freigestellt. Das sieht aus, als wenn sie den Moderator mit dem Smartphone filmen. Also da habe ich mehr erwartet jetzt von Nikon, aber ich habe keine Ahnung von Fotografie. So, was jetzt? Wieder Landschaft. Cinematic Landscape. Epic Landscape. Also nicht normal Landscape, sondern Epic. Und Epic Wildlife. Ist wirklich Epic. Ja, wenn man so ein Vögelchen hat, der so handzahm ist, dann kann man das machen, ne? Ist das denn ein Kugelfisch? Kugelfisch im Vogelkostüm? Was das nicht alles gibt. Wahnsinn. Also eins ist klar, wenn man sich eine Z8 kauft, dann kriegt man automatisch solche Motive vor der Linse. Sofort. Die Tiere kommen von alleine aus dem Wald auf den Fotografen mit der Z8 zugelaufen. Das ist geil. Nicht hier wie andere tagelang irgendwie in einem Tarnzelt rumhocken. Ne, Z8 kaufen, Tiere kommen von alleine aus dem Wald.
Ja, hier wird sich auf höchstem Niveau über Fotografie unterhalten. Deswegen schalten ja alle hier ein. Es geht hier um viel Meinung, ne? Ja, dann ist jetzt, beim letzten Mal haben sich alle darüber beschwert, dass die Präsentation zu kurz war und jetzt wird das enorm in die Länge gezogen, bis zum Erbrechen. Ne, die haben nochmal nachgeguckt, wie lang der letzte Livestream hier vom Ehrenwerten war. 6 Stunden 45 Minuten. Und da haben die sich jetzt gedacht, da machen wir ein 7 Stunden Filmchen, 7 Stunden Präsentation Z8, glaube ich. Ja, Andi, genau. Die Film mit der Z30. Ich glaube eher mit dem iPhone. So, mal gucken, was jetzt kommt. Pro-Build. When photography or videography is your livelihood or a serious passion, you want to make sure that your camera is as ergonomic and tough as it is powerful. Rest assured, build quality is at the core. Die ist ergonomisch und tough. The Z8's compact yet robust body, along with the included ENEL 15 series rechargeable lithium-ion battery, has been designed to work in freezing weather, rugged environments and other extreme conditions. Also ich würde jetzt im Studio zeigen, wie man mit der Kamera Nagel in den Tisch kloppt. So richtig volle Granate. Um die Verarbeitungsqualität zu präsentieren, meine ich. When using super telephoto lenses. The back and top covers are made of a Cerebo P-Series material new from Teijin, a world-renowned Japanese manufacturer. Comparable to the strength of magnesium alloy, this lightweight material provides high impact resistance for the entire camera while reducing weight. Weather sealing is applied across the entire system, protecting the camera while working in harsh environments where dust and drip resistance Also is genauso so important. robust wie die Z9. The Z8 comes equipped with a VR lock mechanism that holds the sensor securely in place when powered off. This prevents the sensor from being jostled or becoming misaligned. Designed with the ergonomics Nikon is known for, the Z8 is easy to operate with a deep, comfortable grip. Lichtbildmanufaktur, ich fahre mit meinem Z3 weiter. Ach so, kannst du damit auch fotografieren mit dem Z3? It also allows for more comfortable vertical shooting. The batteries inside this grip are hot swappable, so you'll never need to interrupt recording when a battery needs to be replaced. At the back of the camera is the 4-axis vertical and horizontal tilt. Du meinst doch jetzt den BMW Z3, ne? Ja, der Preis, Andi. 4,5? 4,5 ist billig. Ist echt billig. Ist geschenkt. Da würde ich direkt 2 kaufen eigentlich. So billig. Überlegt mal, wie schnell ihr die Kohle wieder reingeholt habt mit der Kamera. Ja? Also nach 2 Wochen ist die Kohle wieder drin. Eine Hochzeit gemacht, doppelten Preis verlangen, zack, easy. Weil kann man ja sofort mit der Z8, kann man direkt seine Preise verdoppeln. Weil man ist dann awesome Wedding Photographer, awesome. Und Cinematic. Und Cutting Edge Wedding Photographer. A full-sized HDMI port and dual USB-C ports, one for constant power delivery and the other for communication with external devices like the MCN10 Remote Grip. Tja, aber leider kann man ja nur mit der Kamera nichts anfangen. Gar nichts. Du brauchst noch einen Computer, ne? Für ein paar tausend Euro und Internetanschluss. Ja, ist so ein Smartphone natürlich schneller, ne? Also bis der Nikon Z8-Fotograf seine Dinger da fertig hat, sind meine Bilder schon seit einem halben Tag online auf Insta oder beim Kunden. Naja. Aber das nur am Rande. Ne?
jetzt mal ernst beiseite. Der komplett elektronische Verschluss von der Z9 und hier von der Z8 ist natürlich top. Gar keine Frage. Also da hat Nikon echt abgeliefert. Autofokus ist so eine Sache, da weiß ich nicht, ob Sony da immer noch besser, schneller, genauer funktioniert. Ich glaube, Nikon hat das schon gut aufgeholt. Aber das ist eine Softwaregeschichte. Das hat jetzt nicht so was mit Hardware zu tun. Ne? Motiverkennung. Gut, die Hardware muss natürlich schnell genug sein. Du brauchst einen schnellen Hauptprozessor in dem Ding, klar. Und schnellen Arbeitsspeicher. Aber das sind die Algorithmen, die programmiert werden. Die müssen die Motive erkennen. Die werden immer besser. This is what it means to experience Nikon performance at its best. We hope you enjoyed this first look at the new Nikon Z8. Be sure to like and subscribe if you want to continue seeing more content like this. And for an insider peek at the Z8 in action, stick around for a special behind-the-scenes look from Nikon ambassador, filmmaker, and photographer Jerry Guionis, which starts right now. Aha, Hi, weiter. I'm Jerry Guionis, Nikon Ambassador, Portrait, Fashion, Ambassador. Jetzt kommen die Ambassadore. Ach ja. Ist das eigentlich so was wie so ein Matador oder Torero? Ambassador? Hört sich genauso an, ne? Boah, man steht in der Arena und kämpft mit den Motiven. Tolles Gefühl. Ja, Andi, definitiv die neuen Kameras, die sind alle auf dem Top-Level mittlerweile. Die Unterschiede sind da minimal. Ich glaube, das ist hauptsächlich, man nimmt das Ding in die Hand und guckt dann, ja, mit welcher komme ich besser klar, welche gefällt mir besser, aber von der Qualität minimale Unterschiede. I don't feel there's any compromise at all. They're independently incredible and work beautifully in tandem. The fact that we have Nikon's legendary optics is incredible. The 85mm f1.2, it is exquisite. Naja, jetzt auch wieder viel Werbegeblubber, kennen wir ja. Theo der Nördlich ist da, schönen guten Tag. Ja, werden ja immer mehr hier, sehr schön. Ich dachte erst schon so ein spontaner Livestream und ich sitze hier ganz alleine. Nein, natürlich ist Verlass auf die beste Community im Internet, inklusive YouTube. Also Dankeschön für alle, die hier online sind heute. Ja, wir sind natürlich alle gespannt, ob jetzt noch One More Thing kommt. Das wäre es natürlich, so am Ende noch. Ach ja, übrigens, wir haben ja noch 3 neue Linsen. Die gibt's ab morgen zu kaufen. Das wäre mal ein Knaller jetzt. Will it keep up with my creativity? Will it keep up with everything that I want to produce? If I'm going to photograph with a brand new camera, the Z8. Ja, wir sind jetzt seit 49 Minuten live. Eine Stunde machen sie bestimmt voll, tippe ich mal. Das Wichtigste haben wir jetzt gesehen. Also das ist für mich jetzt hier nochmal so eine Zusammenfassung mit viel Meinung. First of all, I've got to tell you about my short film. Now, the complexity of producing a film, well, where do you begin? What story? Genau, für Filmemacher, die Filmmaker, Cinematic, ganz wichtig. Moin aus dem Urlaub, schreibt Theo. Du bist im Urlaub. Das ist professionell. Urlaub und trotzdem hier im Livestream vom Ehrenwerten dabei sein. Having a dog, quiet moments at home, getting married. Also die Hundefotografie, die wird auch ab heute wird die nicht mehr so sein, wie sie gestern war mit der Z8. Wir werden Fotos sehen jetzt von Hunden und von Hochzeiten. Die haben wir noch nie gesehen, solche Fotos ab heute. Müsst ihr mal drauf achten. Das geht richtig ab jetzt. Ja, so ein großer Monitor, da hätte ich auch noch Spaß dran. Aber, apropos Monitor, heute gibt es ja noch ein Live-Event von Google, die Google I.O., die Entwicklerkonferenz. Die kann ich leider nicht hier live miterleben und mit euch zusammen verfolgen. Da wird Google ja das Pixel-Tablet vorstellen. Vielleicht hole ich mir das. Dann habe ich nämlich auch einen schönen Monitor für meine D750. Ja, eine schöne App drauf und zack, habe ich das auch. Aber die Augen werden ja nicht besser, ne? Da müssen wir mal alle ehrlich sein. Because we have the power of the Z9,
in a smaller body, that beautiful form factor of the Z8. With filmmaking, it's fantastic. You can use it on a small gimbal, on a small form factor slider. Ja, aber genau so ein Ding, da haben wir eigentlich alle drauf gewartet. Die Z9 ohne Hochformatgriff, bisschen kleiner, kompakter, etwas günstiger. Das hat schon einen riesen Vorteil. Der Hochformatgriff ist natürlich toll. Ich habe so ein Ding ja auch für meine D750 und hier beim Live-Konzert mit Susi und Holger habe ich ja auch den Hochformatgriff drauf gehabt. Das ist natürlich toll, ist sehr angenehm. Aber du hast einen riesen Klopper in der Tasche, in der Hand. In der Hand ist gar nicht so schlimm. Aber du musst das ganze Ding ja transportieren. Und wenn man jetzt in den Bergen unterwegs ist oder in der Stadt oder sonst wo und möchte einfach nicht viel Gepäck dabei haben, dann ist das natürlich toll, wenn man so einen Hochformatgriff abschrauben kann. Bei der Z9 geht's nicht. Ja, Stefan, Herr Licht gebildet. Schon bestellt? Die Z8? Also einen kenne ich, der hat sie bestellt. Einen kenne ich, den kennen wir alle. Den Herrn Lichtbild-Idealisten. Bin mal gespannt, ob der die dann auch pünktlich bekommt. Und dann werden wir ja das erste Vergleichsvideo sehen, Z9 versus Z8. Beim Herrn Lichtbild-Idealisten am Kanal. Vermutlich. Ja, so Turnübungen, die mache ich auch immer morgens vorm Aufstehen noch. Im Bett mache ich die. Kein Geld, du renovierst. Ja, Stefan, man muss Prioritäten setzen. Kann ich absolut verstehen. And what I can get out of this camera with something really beautiful. So what do? Well, you paint someone's face with different colors, the palette of what would actually appear in a peacock feather, and surround her face and get every one of the entire crew. Ja, das zieht sich aber jetzt hier ganz schön in die Länge, finde ich, mit dem Ambassador. Having the ability to shoot raw and 45.7 megapixels in camera. Theo, der Nördliche, renoviert auch. Okay. Ja, könnt ihr jetzt zusammen renovieren eigentlich, dann seid ihr schneller fertig. Ist jetzt so eine Idee von mir. So, jetzt am Ende, passt auf Leute, jetzt am Ende kommt bestimmt für alle Fotografen, die noch eine D750 haben, die können die kostenlos tauschen gegen eine Z8. Kommt ganz bestimmt am Ende. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Aber nur Leute, die eine D750 haben, die kriegen kostenlos eine Z8. Photographing on a small little plane of focus, photographing both her eyelashes perfect looking down was one of my. Wobei, da müssen die eigentlich noch ein bisschen was drauflegen. Also nur eine Z8 ist zu wenig. Da muss noch eine Linse dabei sein. Ah, was schreibt Stefan? In 2 bis 4 Wochen können wir dann zusammen Stream rocken mit dem neuen Hintergrund bei mir. Aha, einen neuen Hintergrund? Das hört sich interessant an. Also sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann werden wir deinen Hintergrund mal vorstellen live, Stefan. Oder vielleicht wird ja auch der Ehrenwerte mal irgendwo eingeladen, ne, zu einem Livestream. Könnte ja auch mal passieren. Cassandra, ich muss auch ab Dienstag renovieren. Vor dem Umzug. Oh, erst renovieren, dann Umzug? Ja. Aber du musst immer nur an das Ziel denken. Irgendwann ist alles fertig und dann freust du dich. So, ich denke, wenn die Stunde voll ist, dann wird diese Präsentation da zu Ende sein. So ein Tipp von mir. Ja, das ist jetzt nicht so interessant, da können wir auch ein bisschen leiser hier machen. Ich gucke lieber mal, was ihr alle so noch im Chat hier schreibt. Das ist nämlich viel unterhaltsamer. Ich muss auch ab Dienstag renovieren, so freue mich schon drauf. Ja, Cassandra. Großer Umzug, also ziehst du weit weg, andere Stadt oder nur innerhalb der Stadt? Der Chat möchte alles wissen. Hier kommen so viele Fragen gerade rein, Cassandra.
Das Schlimmste ist ja mal so ein Umzug, wenn man viele Treppen hat, ne? Also entweder dritte, vierte Etage dann, wenn man da hinzieht. Runtertragen ist immer einfach, hochtragen ist immer übel. Das Gute ist ja bei einem Umzug, da kann man immer schön aussortieren. Viel alte Sachen wegschmeißen. Stellt man erstmal immer fest, wie viel Gerümpel man so angesammelt hat über die ganzen Jahre. Ja, Stefan wünscht viel Erfolg und tolle Helferlein. Bodo möchte direkt zur Einweihungsparty kommen. Ja, Bodo, ich glaube, die Schlange ist lang, aber stell dich schon mal rechtzeitig an. Boah, der Ambassador, der hat aber den Auftritt seines Lebens da, glaube ich. Also so viel Playtime, so viel Screentime hat der noch nie gehabt, glaube ich. Ich kenne die auch alle nicht, ich habe keine Ahnung. Da, so, jetzt bin ich gespannt, jetzt wahrscheinlich Ende, ne? Action. Wir brauchen mehr Action. So, Schedule. Hybrid-Shooting, Wildlife and Nature, Weddings, Fine Art, Fashion Storytelling, Sports, Virtual Watch Party. Okay, also das kommt heute alles noch. Sehe ich das hier richtig? Okay. Also alles wahrscheinlich dann hier bei Nikon USA oder Nikon USA. Nikon USA. Cinematic. Und Cutting Edge. Alles Cutting Edge, Leute, heute. Ja, das war's, ne? Super, dann kann ich mich ja hier wieder groß machen. So, können wir den Kopfhörer mal wegtun. Oh, ist schön warm so ein Kopfhörer, aber da schwitzt man auch drunter, ne? So, ja, das war hier das tolle Live-Event, das Launch-Event von Nikon zur Z8. Und endlich haben wir mal wieder einen Ambassador von Nikon gesehen, der aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Also keine Ahnung, was für ein Nähkästchen, aber geplaudert hat er auf jeden Fall viel. Ja, also schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei gewesen seid. Jetzt können wir uns noch ein bisschen hier unterhalten. Also das meiste wurde ja schon gesagt. Wir haben jetzt eine Z9 ohne Hochformatgriff, ein bisschen billiger. Und der eine oder andere wird sich die wahrscheinlich jetzt vorbestellen oder dann noch überlegen. Und ja, wie gesagt, ich behalte natürlich meine D750, klar. Bei mir auf meiner Wunschliste steht ja eine gebrauchte Z6 II, aber erst dann, wenn ich die so für ja, knappe 1000 Euro kriege. Denn für die D750 habe ich auch, was habe ich bezahlt? 850 Euro. Das ist so meine Schmerzgrenze. Denn man macht ja nicht automatisch jetzt die besseren Fotos damit. Das ist ja ein Irrtum, ist ja ein Irrglaube. Es sei denn, man ist jetzt wirklich Hardcore-Action-Fotograf und Wildlife-Fotograf und braucht wirklich den ultraschnellen Autofokus und die schnelle Bildfolge. Dann ist dann natürlich möglich, dass man da ja nicht direkt bessere Bilder macht, aber mehr scharfe Bilder rauskriegt, also weniger Ausschuss hat. Ja. Der Hochzeitsfotograf, ja, was braucht der? Der braucht eine Kamera, die lange hält, damit er nicht so viele Akkus mitschleppen muss. Und ansonsten braucht er gute Linsen, ne? Also ein Hochzeitsfotograf, der muss jetzt nicht unbedingt die Z9 haben oder die Z8, glaube ich nicht. Ja, ist nice to have, das ist schon richtig. Aber ich glaube auch eine Z6 II, damit kann man eine Hochzeit fotografieren, das wird funktionieren. Zum Filmen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also wenn jemand jetzt vorhat, wirklich sehr viel zu filmen, dann glaube ich, sind die Kameras hier Z8, Z9, die sind da schon Töfte, ne? Weil da der Autofokus noch ein bisschen fixer funktioniert und die Qualität vom Sensor noch ein bisschen besser ist. Ja, also das würde sich schon lohnen für den einen oder anderen Filmemacher. Aber der muss natürlich Cinematic sein, der Film. Cinematic, awesome, epic und cutting edge. Ist ganz wichtig. Dann lohnt sich so eine Z8 oder Z9. Na gut, Spaß beiseite. Tolle Kamera. Präsentation, ja, wie war die Präsentation? Wie fandet ihr die Präsentation? Ich fand die ziemlich langgezogen. Und die ging jetzt eine Stunde. Also die hätte man ja um 50% kürzen können. Also 30 Minuten Präsentation wäre auch mehr als ausreichend gewesen. Also vieles wurde doppelt und dreifach gezeigt. Einiges wurde jetzt gar nicht so genau gezeigt, also zum Beispiel Zubehör, was ist mit dem Hochformatgriff, wie sieht der aus, was kostet der, wann kommt der?
Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Und alle dachten natürlich, da kommt noch one more thing. Ne? Also wenigstens irgendwie das 200, 600 mm Zoom-Objektiv. Da warten viele drauf. Das wäre jetzt noch ein Knaller gewesen. Aber Nikon macht wahrscheinlich für jedes Produkt eine eigene 60-minütige Präsentation. Ja gut, müssen wir uns mit abfinden. Ne? Ja, ein bisschen unterhaltsam war es natürlich doch. Ja, dann können wir den Stream jetzt eigentlich auch hier beenden. Wir haben 3 Uhr und dann könnt ihr noch den Rest des Tages genießen. Ich glaube, Fragen gibt es jetzt nicht mehr großartig hier. Der Andreas Bröde schreibt gerade noch, kostet 399 €, der Hochformatgriff. Ja, dann sind wir wieder fast bei einer Z9, ne? Ja, nicht ganz. Die Z9 ist, glaube ich, 1500 € teurer. Irgendwie war das ungefähr. Ja, also man ist ein bisschen billiger mit der Z8 unterwegs dann, das ist richtig. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.